Herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Berger fragt. Heute nehmen wir das Thema Zucht in den Fokus. Dafür habe ich eingeladen den Uwe Müller von der Schlaggemeinschaft Tim und Uwe Müller von der RV Nidda aus dem Regionalverband 456. Dann den René Becker von der Schlaggemeinschaft Hagedorn-Becker-Schwick aus der RV Lüdinghausen, das ist der Regionalverband 409. Ihr schickt beide die Südostrichtung. Dann begrüße ich den Daniel Becker aus der RV, muss noch mal gucken, Dillperle, Dillenburg, das ist der Regionalverband 404. Ihr schickt auch die Südostrichtung. Und den Roland Faber von der Schlaggemeinschaft Dennis und Roland Faber hier aus Hamburg, Regionalverband 100. Und ihr schickt die Ostrichtung. Richtig. Ja, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Wenn wir uns dem Thema Zucht nähern wollen, ist ja, glaube ich, sehr vordergründig erstmal die Frage, wie findet denn die Auswahl der Zuchttauben statt? Uwe, wenn du direkt einsteigen möchtest, wie ist der Schwerpunkt? Werden die Zuchttauben aus dem Reisebestand akquiriert oder ist der Anteil dazugeholter Tauben sehr hoch? Wenn du da mal ein bisschen beschreibst, wie sich der Zuchtbestand bei euch auf dem Zuchtschlag zusammensetzt. Ja, hallo Sportfreunde. Also bei uns ist der größte Teil der letzten 4-5 Jahre so, dass wir immer früher unsere besten Reisevögel in die Zucht integrieren. Hat der Vorteil, dass wir im Prinzip schneller ans Ziel kommen aus einem guten Reisevogel, wenn er auch gute Vererbungsanlagen hat, die dann auch zu verankern in unserem Schlag. Und die letzten Jahre hat gezeigt, dass wir wirklich aus unseren besten Reisevögeln, die wir maximal 2-3 Jahre fliegen lassen, in die Zucht integrieren. Und der Erfolg hat uns da wirklich recht gesprochen. Wo wir natürlich davon ausgehen, ist natürlich, dass die eine gute Genetik haben, dass die im Prinzip alle Voraussetzungen mitbringen. Das heißt ja nicht immer, dass auch ein guter Reisevogel auch gleichzeitig ein guter Zuchtvogel ist. Wir haben es bei einem, der hat nicht ganz so diesen Erfolg gebracht, aber ich sag mal so, der größte Teil, also 90% der guten Vögel, hat auch wieder sehr gute Nachzucht gebracht. Wie hoch ist der Anteil der ehemaligen Reisetauben? Ja. Im Ich schätze mal 75%. Doch 3/4? Ja, genau. Das halte ich ja schon Also für recht viel. wir haben auch schon Jährige direkt rausgenommen, ne? Und Zweijährige, und also sehr früh rausgenommen. Was war dann der Grund dafür? Was soll ein Vogel uns zeigen, der 7 Erste fliegt, der 12 Preise fliegt, der jährig 10 Preise fliegt, zweijährig 12? Ich kann so einen Vogel eigentlich nur noch verlieren im nächsten Jahr. Also haben wir gesagt, okay, lassen wir uns den Zuchtschlag nehmen, ich habe viel Spaß mit der Taube. Ne? Im Frühjahr wird er vielleicht geschlagen durch einen dummen Zufall oder kommt auf dem verrückten Flug irgendwie weg. Und dann haben wir gesagt, nein, lass es uns tun, ist alles okay. Wir schaden natürlich unsere Leistung, das ist ganz klar, weil wenn du solche sicheren Preisflieger auch früh aus der Mannschaft nimmst, müssen dann automatisch ja wieder andere nachrücken. Und das ist dann oftmals, schwächen wir uns eigentlich da etwas selbst. Aber nachher amortisiert sich das wieder im gewissen Gleichgewicht und dann sind wir wieder eigentlich da, wo wir hinwollen. Also das hat sich wirklich bewährt. René, kannst du das für euren Schlag mal beschreiben? Meine Erwartung wäre, dass auch relativ viel dazugeholte Tauben euren Zuchtschlag bevölkern. Ist das so? Achtet ihr darauf, dass das ein gewisses Verhältnis zueinander habt? Oder wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Ja, also erstmal hallo, liebe Sportsfreunde, guten Tag. Ja, um gleich auf die Frage einzugehen, also bei uns ist es so, dass ich jahrelang also wirklich der Zuchtbestand überwiegend von dazugeholten Tauben geprägt war, weil das für mich auch immer so ein Hobby im Hobby ist, die Suche nach der besseren Taube, auch also diese Suche nach der besonderen Taube, auch mit der besonderen Abstammung. Da habe ich jahrelang viel Wert drauf gelegt. Und das hat sich in den letzten Jahren aber ein bisschen gewandelt, indem ich wirklich immer mehr auch die Tauben integriert habe aus der eigenen Reisemannschaft und beziehungsweise aus den guten Vererbern wieder Kinder behalten habe oder Geschwister zu den guten Reisetauben halt, um wirklich diesen elementaren Zuchtgedanken, wie man es ja von früher mal kennt, denn das ist ja letztendlich Taubenzucht, eine eigene Familie aufzubauen, auf die man sich auch verlassen kann und dann sukzessive was dazu zu holen. Das habe ich versucht in den letzten Jahren besser umzusetzen und da haben wir zum Beispiel solche Sachen gemacht. In 2018 haben wir nach der Reise damit begonnen,
einen Vogel, wo wir sagen, den dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Der hat jetzt 3 Jahre hervorragend geflogen, der muss integriert werden, kommt noch aus den alten Stammtauben. Ja, und dann starteten die Überlegungen und am Ende war die ganze Regionalsiegermannschaft auf dem Zuchtschlag und plus noch 2 andere. Einen hervorragenden jährigen Vogel haben wir da gleich auf den Zuchtschlag gesetzt, der mit einem Regionalsieg gegen fast 10.000 Tauben geglänzt hat und noch ein paar weiteren Spitzenpreisen. Und das hat uns dann am Ende auch nicht geschadet. Und wir haben jetzt zum Beispiel in 20 schon die ersten Früchte daraus wieder generieren können, aus diesen guten Tauben, die wir integriert haben. Und es ist halt wichtig auch, ich habe auch in all den Jahren gesehen, ich habe auch durchaus viel investiert in neue Tauben. Es ist gar nicht so einfach, Tauben dazu zu bekommen, die das gleiche Leistungsniveau haben wie die eigenen. Und man muss halt wirklich aufpassen, dass man dieses Niveau nicht verliert. Also ich höre raus, so eine Lernkurve ein Stück weit auch, Ja. Zusehend mehr eigene Leistungstauben. Ich meine, ihr habt ja ein extrem hohes Niveau. Also auch die eigenen Leistungstauben vermehrt in die Zucht zu nehmen. Und ist das dann nur das Ass oder tust du mit Geschwistern, Halbgeschwister, die vielleicht nicht diese extreme Leistung gebracht haben, aber auch gute Reisetauben waren, nimmst du die auch mit in der Zucht oder ist es dann auch das eine Ass und mit denen gehst du dann weiter in der Also ich Vermehrung? habe durchaus auch schon mal Vögel, die eine exzellente Abstammung haben, von denen die jetzt nicht das Ass waren, sondern auch mal durchschnittliche Reisetauben. Da versuche ich es doch durchaus mal mit und man sieht auch immer wieder, dass aus solchen Tauben auch wieder gute Tauben kommen. Wenn die Genetik halt, wie wir gerade schon gehört haben, wenn die stimmt, wenn die aus einer hervorragenden Familie stammen, dann kann man berechtigte Hoffnung haben, dass da auch eine gute Taube rausfällt. Das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung, die Taube muss von dem, was man so meint, was wir für Vorstellungen haben, wie so eine Taube aussehen muss, da legen wir schon Wert drauf. Also so eine Taube auf dem Zuchtschlag, die muss schon perfekt sein, was diese Grundparameter angeht, ne, wie körperliche Voraussetzungen, also Gefiederqualität, Oberarm, also Schultergürtel, da lege ich immer viel Wert drauf, Muskelung und so weiter. Also sonst, ich nehme keine Taube und lasse keine Taube in der Zucht, die sich nicht so entwickelt, auch wenn sie die beste Abstammung hat. Ne. Seht ihr das ähnlich, Daniel? Kann ich nicht ganz so sagen. Also ich sag mal, wenn jetzt deine beste Reisetaube, ich weiß es jetzt auch nicht, ja, wenn die dann vielleicht körperlich vielleicht nicht dein Favorit wäre, hat aber 10 Preise 900 Asspunkte geflogen oder 12 Preise 1100 irgendwie Asspunkte, Spitze gegen hohe Taubenzahlen, dann heißt es doch, das Modell kann fliegen, hat es doch bewiesen. Genau. Und aber das zeigt sich dann auch immer. Wir haben da letztens, ist noch gar nicht so lange her, noch mal drüber gesprochen und von dieser 18er Mannschaft, das waren halt alles also von 14, 15er Tauben. Das sind Tauben, die 3, 4 Jahre auf dem Südosten bis 600 Kilometer geflogen haben. Und dann hat man einen Taubentyp, der diese Parameter aufweist. Das sind dann, also das muss ich sagen, da gibt es dann natürlich keine standardgerechten Tauben in jedem Fall. Ne? Vielleicht eher ein bisschen kleinere unter Mittelmaß, aber die haben einen guten Feder, die haben gute Flügel. Das sind all die Sachen, die man so sucht in so einer Taube. Eine Taube, die 3, 4 Jahre durch den Reisekorb gegangen ist, habe ich die Erfahrung gemacht, zumindest ist es auf dem Südosten vielleicht sogar noch ein bisschen anders als auf dem Südwesten, das kristallisiert sich dann raus. Die haben aber diese körperlichen Musst du dir dann oder müssen wir dann andere Tauben zuführen? Weil die Thematik von Alfred war ja im Prinzip, holen wir uns Tauben dazu, festigen wir nicht eigentlich mit unseren eigenen Tauben die eigene Stärke und holen dann Tauben dazu, wo wir noch gar nicht wissen, ob die das können? Du brauchst nur sehr wenige dazu holen. Ich sag mal, gerade auf dem Südosten, wie der René schon sagt, da bildet sich ein Taubentyp, der auch fest ist. Ja, wo du einen festen Rücken hast, die Becken sind geschlossen, die Muskulatur ist vorhanden. Richtig. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auf dem Südosten andere Tauben sind von Absolut. der Körperlichkeit her, als die Absolut, vor 10 Jahre Westen gespielt haben. Ja. Richtig. Also der Osten kommt uns, denke ich, da noch ein bisschen entgegen, die Ostrute. Ich kenne Faber seine Tauben, ich kenne Frederik seine, Alfred seine. Also das ist ähnlich unser Typ. Roland, würdest du das auch unterschreiben? Ihr habt ja früher auch in Hamburg aus der Westrichtung geflogen. Das heißt, wir haben aus dem Westen geflogen und die beste Zuchttaube, was wir haben, was wirklich die Mutter von allen Tauben ist, oder zu 80%, die ist von Westen geflogen. Aber wir haben die Richtung gewechselt und der Erfolg war auch gleich im Osten. Auch mit den gleichen Tauben. Natürlich, wir haben nur die Jährige damals behalten und die besten älteren Tauben in Zuschlag gesetzt. Und der Erfolg war da. Aber der Körperbau ist doch ein bisschen ein anderer wie auf dem Westen, oder? Was sich so entwickelt, würde ich jetzt sagen. Vor allem Aber warum natürlich. dann, was soll der Grund sein, dass sich da ein Körperbau anders entwickelt?
ob es vielleicht gerade bei uns in der Region auch daran liegt, dass du auch öfters Kopfwindflüge hast oder die Gebirge. Aber die oder härtesten so, Kopfwindflüge, die dass- du haben dass die- kannst, die hast du ja auf der Westrichtung. Momentan ja. Wenn du Ostwind hast, dann hast du hohe Temperaturen. Kopfwind heißt ja letztendlich geringere Meterzahlen. Im Verhältnis zur Entfernung hast du längere Flugzeiten. Bei hohen Temperaturen dann ja. Das heißt, die härtesten Flüge hast du auf der Ja, Westrichtung. ist aber nicht die Regel. Ne? Also dann sieht es ja manchmal auch nicht so gut aus für die Südwestler. So sieht's aus. Die kriegen So dann sieht's wochenlang kriegen die mit westlichen Winden, die ja vielleicht seitlich oder richtigen Rückenwind darstellen, haben die auch keine einfachen Bedingungen, weil man ja auch treffen muss und nicht vorbei und drüber schießen muss. Aber diese Südostrichtung, also das kann ich einfach nur bestätigen auch. Also die Beanspruchung auf der Südostrichtung, die formt schon so ein bisschen so einen Taubentyp. Dann hast du am Ende irgendwie eine Taube, die sich, ich will nicht sagen, die sich nicht alle ähneln. Es gibt schon eine Divergenz, die ist ja auch unbedingt erforderlich, auch auf so einem Zuchtschlag. Aber am Ende, wie gesagt, hast du einen gewissen Taubentyp, der sich, wenn du so Tauben 3, 4, 5 Jahre lang schickst auf dem Südosten, dann kristallisieren die sich schon raus. Auf dem Südwesten fand ich immer ein bisschen anders. Da hast du auch mal so ein großes Kamel mit dabei, was nicht den Rücken hatte oder sowas. Das ging dann irgendwie. Ne? Und dann fliegt so einer auch mal 10 oder 11 und ein paar Mal früh. Aber auf dem Südosten gibt es das. Aber wenn du jetzt in die Ausgangstauben reinschaust, bist du ja bei Schlägen, bei Züchtern, die Süd-Südwest-Richtungen reisen. Also hast du ja die Basis. Das widerspricht ja dem, was du eigentlich sagst, dass diese Tauben nicht geeignet wären für die Südostrichtung. Wenn die Basis der Tauben ich sage ja, nicht, dass wo sie nicht du geeignet sind. Also ich habe die gleichen Tauben haben wir ja weitergeschickt. In 2007 sind wir vom Südwesten auf den Südosten gewechselt und zu der Zeit hatten wir eigentlich schon diese Basistauben, die unseren Bestand über jetzt fast 2 Jahrzehnte geprägt hatten, die hatten wir da schon und die haben sich auf dem Südwesten bewährt und haben dann auch auf dem Südosten eigentlich die gleichen oder ähnliche Linien sich auch bewährt, aber es gibt ja auch individuelle Unterschiede bei den Tauben. Und am Ende, dann ziehst du eine Reihe daraus und die sind ja auch nicht alle gleich. Und am Ende, klar haben wir Ausgangsbasis das weiß ja jeder, von Leo Heeremanns, viele Kurzstreckentauben. Aber wenn ich mir so diese Topper um nochmal auf das eine Jahr zurückzugehen, diese 14, 15er Tauben, dann ist da auch sind das schon so Kreuzungen, wo so ein Viertel immer noch so anderes Blut mit drin ist. Ne? Was ich dann auf dem Südosten vielleicht schon Jahre bewährt habe. Ich habe auch immer mal ein paar Leistungstauben bei uns aus der Region gekauft oder von Frank Sander, diese Kopmann-Tauben. Da habe ich ja eine ganz überragende Täubin, kleine Dirk, das passte super in diese Heeremannstauben. Und das hat sich dann so gefestigt mit diesem, sagen wir mal, 25 bis 30, 40% so anderes Blut da rein. Das passte dann ganz gut und dann haben sich schon die einzelne Taube weist schon, wenn man sich mehrere Tauben anguckt, gewisse Merkmale auf, die sich so rauskristallisieren aus der Richtung. Ja. Roland, wie ist bei euch die Aufteilung zugeholter Tauben zu eigenen Leistungstauben? Ich würde so sagen, am Anfang waren da mehr Anteile von zugeholten Tauben. Da haben wir uns Tauben geholt, aussortiert und so hat sich das aufgebaut. Letzte Zeit, die letzten Jahre kann man sagen, haben wir unseren Zuchtschlag aufgebaut auf eine Täubin und die Kinder von der Täubin, die bevölkern 70% bis 80% unseren Zuchtbestand und da holen wir uns das immer noch. Das bedeutet ja schon, dass 3/4 des Zuchtbestandes eigengezogene Tauben sind. Richtig. Dann auch gereiste oder gehen da auch Kinder direkt in die Zucht? Das heißt, letzte Zeit, haben wir bemerkt, dass die älter wird, haben wir direkt in Zuschlag gesetzt. Aber sonst sind das Kinder, die alle gereist waren, die auch erfolgreich gereist waren. Was wir noch zusätzlich machen, da bauen wir den Zuschlag auf, dass wir bei der 4. Zucht verpaare ich immer meine besten Zuchttauben zusammen und versuche ich Linienzucht zu machen und richtig in der Familie. Und da haben wir schon Erfolge mit den Tauben. Das verstehe ich jetzt nicht. Du machst die Linienzucht und dann hast du mit den in Linie gezogenen auf der Reise Erfolge? Ja, das heißt, auf die auf Reise waren zum Beispiel, das war ein sehr guter Sohn, der da gut geflogen hat. Da habe ich da eine Tochter verpaart von anderen, aber auch von der Linie.
Und die Kinder, die jetzt in Linie gepaart sind, gehen in die Zucht oder Ja, sind erfolgreich auf der Reise? Ja, nicht auf der Reise schon, aber auch in der Zucht. Weil ich sehe, bessere Taube ist schwierig zu holen als die eigene, die auch Leistung gebracht haben. Jetzt habt ihr das Glück oder seid ihr hier alles Züchter, die ein hohes Leistungsniveau schon haben? Wenn das jetzt nicht der Fall wäre, Daniel, also du vielleicht noch ein bisschen mehr am Anfang stehen würdest, ja, oder so eine Zensur vielleicht mal sagen wirst, okay, jetzt will ich nochmal irgendwie ein anderes Niveau erreichen, wie würdest du da vorgehen? Also wir haben da ja ein ganz anderes Zuchtsystem aufgebaut. Wir haben ja quasi vor circa 10 Jahren aus 2 Zuchtschlägen einen gemacht. Meine Tante und mein Großcousin zusammen, und wir spielen ja auf der Reise nur die Weibchen und sie spielen die Vögel aus einem Zuchtschlag. Und da war das Leistungsniveau damals ja noch nicht ganz so hoch, es hat sich ja erst dann entwickelt. Und da haben wir ja quasi aus, ich sage jetzt mal circa 40 Zuchtpaaren, haben wir runtergefahren auf jetzt 11 bis 13 Zuchtvögel. Ja. Und da ist man ja ganz anders dann verfahren. Ja. Man hat ja dann eine größere Selektion getroffen und wir verpaaren dann ja einen Vogel mit mehreren Weibchen, kurze Zeit hintereinander, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und dann hat sich halt auch so ein Taubenstamm entwickelt, so wie es der René eben gesagt hat, auf der Richtung. Und da haben wir auch, wie Roland und Dennis Faber auch, unseren Stammvogel, den 670. Und da bringt mit mehreren Weibchen, bringt er wirklich super Tauben. Und das zieht sich dann wie so ein roter Faden mittlerweile auch durch den Bestand. Okay, jetzt angenommen, du hättest den 670 nicht bei dir auf dem Schlag gehabt. Wie bist du an den 670 gekommen? Ja, das ist eine Geschichte. Ich habe meinen leider verstorbenen Sportfreund Edgar Schmidt, alter Jansen-Fan, der hat mir viel über Tauben beigebracht und viel über die Jansen-Tauben beigebracht. Und als ich noch jung war, hat er mich ganz oft mitgenommen auf Versteigerungen und überall hin und hat mir dann auch das System erklärt. Und ja, also von ihm habe ich viel über Tauben gelernt und von dir dann zur gleichen Zeit übers Füttern. Und das Ganze kombiniert hat dann so ein bisschen den Erfolg gebracht. Und als er gestorben ist, da hat seine Lebensgefährtin angerufen, hier der Schlagpartner, der will die ganzen Tauben, die sollen alle weg. Aber da ist doch noch der gute Vogel und so vom Edgar und komm doch vorbei und hol dir den. Das war ein Stück weit Zufall. Ne? Und ich habe sofort Urlaub genommen und bin den Montagmorgen sofort losgefahren und habe dann die restlichen Tauben dort geholt, die noch da waren. Und das war unter anderem dieser 670 und der hat ja dann auch die Olympiatäubin gebracht und da sind jetzt diverse Kinder, Enkel und Urenkel schon auf dem Zuchtschlag. Ja, und dann, wenn du dann so ein Niveau hast, dann wird es richtig schwierig, weil ich sag mal, die Zucht ist ja der Ursprung von unserem ganzen Hobby. Die Brieftaubenzucht muss ich gut sein, um erfolgreiche Distanzflüge zu machen, sonst wird es einfach nichts. Und wenn ich dann gute Tauben dazu holen will und du bist auf einem guten Niveau irgendwann, dann wird es richtig schwierig, die gute Taube zu finden. Und dann bin ich so der Meinung, man sollte da keine Schnellschüsse machen, sondern sollte versuchen, bei den richtig, richtig guten Spielern aus den Asttauben lieber nur 1 oder 2 zu bekommen, anstatt irgendwo vermehrt sich 10, 11, 12 Tauben kunterbunt zusammenzukaufen, nur weil man halt denkt, man müsste das Blatt Papier oder sowas in der Hand halten. Das ist, glaube ich, dann der falsche Weg. Also ich würde dann eher versuchen, bei guten Schlägen 1, 2 Tauben nur zu bekommen und zu integrieren, als wie die Masse. Okay, das kann man ja mal festhalten. Roland, bei euch weiß ich, ist die 557 ja die Stammmutter schlechthin. Wie habt ihr erkannt, dass das eine Top-Zuchttaube ist? Warum ist in die Zucht überhaupt übernommen worden? Ja, übernommen worden, da haben wir Richtung gewechselt. Von Westen nach Osten, wie ich schon erwähnt habe, haben wir die bestgereiste Tauben, damals die Eltern, in der Zucht gesetzt. Gleich bei der ersten Verpaarung kam ein Junge daraus. Also das war eine gereiste Taube? Das war eine gereiste Taube, die sehr gut auch gereist hat. Okay. Da haben wir gleich einen Jungen gezogen. Zufallverpaarung, würde ich so sagen. Aber mit der Zeit hat sich das erkannt, wenn ich will einen guten Zuchtvogel haben, paare ich auf die Täuben, automatisch wird er ein guter Zuchtvogel, weil sie gibt mit jedem. Und das war einfach Glückssache. Das war nicht irgendwie welches Erkenntnis, dass das eine gute Zuchttaube ist. Das hat sich so ergeben. Wir haben das Glück. Und das wird ja viele Züchter draußen interessieren. Ja? Wie erkenne ich überhaupt die gute Zuchttaube, Uwe? Ja, da kann ich mich nur anschließen. Bei uns war es auch. Der Luis, der hat unserem Bestand den Stempel aufgedrückt. Ja, aber wie hast du ihn erkannt? Ja, wollte ich gerade sagen. Aber das war auch ein reiner Zufall. Gebe ich den 2 recht. Ich habe den erst spät erkannt. Den habe ich im Prinzip bei der Versteigerung bei den Sportfreunden Wuhlhorst mitgenommen.
als ganz unscheinbaren Vogel, spätjunger Vogel, mitgenommen, integriert und nach 5 Jahren Zucht brachte er dann den ersten Astvogel Hessenebene. Aber du warst jetzt bei einer Versteigerung. Genau. Und hast dort ja, genau, aus irgendeinem Grund hast du diesen Vogel ausgesucht. Ganz genau. Der Grund kann ich dir genau sagen, das war reiner Zufall. Wir waren ziemlich zum Schluss im Zelt, wie das manchmal so ist. Und der Vogel saß noch ganz allein da drin. Also es war Mitleid oder wie? Das war einfach, ich habe gedacht, okay, den nimmst du jetzt mit. Und so ist es entstanden. Also du hast eigentlich nicht jetzt erkannt, oh, der hat vielleicht was, sondern war ein Zufall. Nein. Der Sportfreund Wuhlert sagte, den nimmst du mit, da kannst du überhaupt keinen Fehler machen. Der hat gute Papiere, war alles gut. Und Das so ist aber ja schon wieder eine andere Aussage, ne? Wenn der Züchter sagt, hier nimm dann vielleicht auch, ich weiß jetzt nicht, wie eure Beziehung da war, aber wenn, hey, nimm den mit, da kannst du nichts falsch machen, dann hat er den Vogel ja einordnen können. Genau, der war halt sehr spät, es war ein sehr, sehr später, ne? Also deshalb ist er auch nicht wahrscheinlich gleich am Anfang verkauft worden oder auf der Versteigerung, war nicht so populär, ne? Weil er sehr klein war. Und daraufhin hat der Heinz gesagt, Uwe, nimm den mit, da wirst du noch viel Spaß haben. Und dann, ja, dann hat sich so ergeben mit einem Weibchen und dann... Aber ich hätte mal eine Frage. Wie hast du es geschafft, 5 Jahre an dem Vogel festzuhalten, wo ja anfangs kein Erfolg kam? Und dann die Geduld zu haben, 5 Jahre lang zu warten, bis der sich bewiesen hat? Das kann ich dir ganz genau sagen, weil ich sag mal so, die Erfolge waren ja da, der Vogel ist von 0,3. In 0,8 ist der Astvogel gefallen. Ich sag mal, da hatte ich auch noch andere Prioritäten zu diesem Zeitpunkt, das muss man mal sagen. Da war Familie, da war Arbeit, Fußball, da waren andere Dinge, sage ich mal erstmal wichtig. Da habe ich vielleicht auch gar noch nicht so den Fokus gehabt. Ne? Das fuhr dann immer ein bisschen mehr und dann auf einmal, ja, durch die Familie Wuhlhorst, durch den Sportfreund Kloß, Wattenscheid, Weidkamp, so bin ich eigentlich im Prinzip gewachsen. Ne? Und dann mit dem Schuss belgisches Blut und dann ging es ab 2007 durch diese Passer. Also wieder Tauben, die die Südwestrichtung ja fliegen. Nee. Wenn du sagst belgisches Blut? Ja, das war die eine Seite, ja. Aber Kloß, Wattenscheid ist bekannt. Aber es kamen Südwesttauben dazu, die dann auf dem Südosten die Leistung. Genau, also ich sag mal so, diese deutsche, klassische Taube mit den Schlägen Kloß, Weidkamp, Wuhlhorst, ne? Also die schon zu damaliger Zeit sehr große Hausnummern waren. Aber auch bei Bernd hat ja auch immer viel, zum Beispiel viel Heremannstauben oder damals Hofgens-Tauben. Hofgens. Ne, Tauben, okay, die hatten eine gewisse Härte oder hatten sich in Deutschland ja auch bewährt, aber dann auch Weidkamp sind Jansen-Tauben gewesen. Ja. Ne? Das sind ja auch letztendlich am Ende immer wieder Tauben belgischen Ursprungs, die auf der Südwestrichtung geflogen haben. Ne? Jetzt hast du den mit 5 Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe, ja sozusagen erst entdeckt der gibt ja gute Zuchttauben, also gibt die gute Junge, das heißt, also du hast ihn entdeckt als Zuchtvogel über die Kinder, über die Ergebnisse der Nachzucht. Genau. Das ist ja wahrscheinlich auch der einzigste Weg, oder erkennst du noch anders einen guten Zuchtvogel? Ich sag mal, die Leistung am Ende ist die Preisliste. Ne? Die entscheidet nachher, ist das jetzt für mich ein guter Zuchtvogel, ein gutes Zuchtweibchen? Bringt er die Genetik, bringen Kinder, Enkelkinder, F2, F3-Generationen und so weiter den erhofften Erfolg? Und dann ist er für mich ein guter Zuchtvogel. Jetzt da wollte ich eigentlich drauf hinaus, jetzt war er 5 Jahre alt. Spielt das Alter der Zuchttauben bei euch eine besondere Rolle? Achtet ihr darauf, dass ihr vielleicht ein bestimmtes Verhältnis auch jüngere Tauben im Bestand habt? Oder wenn es dann so ein guter Zuchtvogel ist, wird dann auch, solange er sozusagen ja befruchtet oder ein Weibchen entsprechende Eier legt, wo auch ein Junges draus schlüpft, was sich normal entwickelt, haltet ihr an denen dann so lange auch fest oder wie ist da eure Einstellung? Genau, wir haben den auch immer an junge Weibchen gepaart. Ne? Der hat zwar ein Weibchen gehabt, das war die Stammtäubin, die Micheline, da kamen nachweislich wirklich die Topper raus, nur die Täubin hat sehr früh das Legen eingestellt. Und dann habe ich wieder Töchter, also bin ich wieder in Linie gegangen und habe dann auch wieder junge Weibchen, junge Reiseweibchen an den Vogel rangepaart. Ne? Also immer versucht, junge Weibchen an den alten Vogel zu paaren. Ne? Und das waren dann junge Reiseweibchen, die mit dem vorhergehenden Weibchen auch verwandt waren? Die waren nicht miteinander verwandt. Mit dem Weibchen, was vorher an ihm war? Genau. Und dann habe ich immer versucht, von dem Originalweibchen so nah wie möglich an die Familie knüpft, an den Vogel ranzubringen. Und das hat unsere besten Tauben gegeben. Und heute noch, bis zum heutigen Tag. Ist das so eine Zucht? Die Frage ist ja, wie finde ich diese Passer sozusagen?
Wenn das dann einmal funktioniert hat, wird es das auch bestätigen, dass es bei euch dann eine Orientierung ist, diese Verbindungen wieder zu vermehren, also mehr Verbindungen zusammenzupaaren, wo jetzt Asse rausgefallen sind? Und nicht nur das eine Paar, sondern vielleicht auch die Verwandtschaft vom Vogel und Weibchen? Auf alle Fälle. Ne? Das ist ja eine bewährte Vorgehensweise, denke ich. Ja. Dass wir dann versuchen, auch aus der gleichen Familie, wo man weiß, die Kombination hat schon mal gepasst, dass man das versucht. Weil man hat es ja auch bei Farbe gehört. So diese Paare, ne? Und das Zusammenlassen von so Paaren, klar, also auch das Alter spielt, denke ich, eine Rolle. Alle versuchen ja an diese bewährten Vögel junge Weibchen oder umgekehrt dran zu setzen. Aber ich denke, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, den Zuchtstall nicht überaltern zu lassen. Das ist, also ich habe jetzt gerade dieses Jahr, ich habe viele noch Kinder aus unseren alten originalen Stammtauben, die jetzt auch schon in die Jahre gekommen sind. Und wir haben jetzt vor kurzem den Entschluss gefasst, dass wir diese Vögel, die teilweise noch gut befruchten, teilweise aber schon jetzt im vergangenen Jahr ein bisschen mal ein Ei leer gelassen haben, dass wir die jetzt erstmal bei der ersten Zucht runternehmen und wirklich jetzt, ich habe eine ganze Reihe Sommerjunge jetzt behalten und ich mache jetzt eine ganze Reihe von Zellen, fülle ich halt mit ganz jungen Vögeln auf, denn ich denke, dass es ganz wichtig ist, den Zuchtstall nicht überaltern zu lassen, dass man da aufpassen muss, obwohl ich natürlich die richtig guten, alten, bewährten Stammtauben, wie damals den 562, der hat bis ins hohe Alter gute Tauben gebracht. Ne? Oder dann der zweite Stammvogel bei uns, dieser kleine Blaue mit der Schwester von 562, aus dem Paar, da habe ich mich im Nachhinein geärgert, dass ich da nicht noch ein paar mehr Kinder raus habe, ne? Weil die alle hervorragend vererbt haben, nicht nur gut geflogen haben, sondern auch hervorragend vererbt haben. Die hätte ich mal öfter zusammenlassen sollen. Da habe ich viel zu viel umgepaart, was ich eigentlich gerne mache, um Kombinationen schnell zu finden. Ne? Aber wenn man einmal so ein Paar hat, wo man weiß, dass da richtig was rausgeht, ne, dann muss man die eigentlich zusammenlassen. Ne? Wie viele Zuchtpaare habt ihr denn dann jetzt, wenn du so eine Sommerrunde dann integrierst mit den alten? Jetzt für dieses Jahr, für 2021? Ja, also ich habe, was heißt eine ganze Sommerrunde? Ich habe natürlich gezielt aus gewissen Paaren dann was behalten. Also wir haben 50 Zuchtpaare. In dem nächsten Paar weniger, weil wir ein paar neue Zellen jetzt einbauen. Wie viel junge? So, aber du wolltest was sagen, oder? Ja, zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast. Die Vitalität spielt auch eine große Rolle. Das ist das Entscheidende auch. Ja. Die älteren Vögel, natürlich versucht man, jeder, glaube ich, versucht mit der jüngeren Weib anzupaaren oder andersrum, weil die Vitalität für uns spielt große Rolle. Das spielt eine große Rolle. Und wenn man sich mal genau hinterfragt und mal auf den Zuchtstall kommt, dann sagt man, ja, hier habe ich Zuchtvogel X, da ist der beste Vogel, der AV, Regionalverband Nordrhein-Westfalen, Hessens raus, was weiß ich. Und dann ist man 5 Jahre weiter auf einmal und fragt sich, was ist denn daraus noch gekommen aus dem? Also die, wo dann wirklich immer wieder gute rausfallen, die sind ja dann ganz dünn gesät. Aber viele gute Leute, so, die auf unserem Niveau so sind, die gehen davon aus, dass sie eine Reihe guter Zuchttauben haben, aber man muss das mal genau hinterfragen, wie viel sind denn da überhaupt gut? Und ich habe eigentlich überhaupt keine Hemmungen auch von diesen 50 Zellen, also ich habe im letzten Jahr 17 Stück neu besetzt. Und wenn mir das jetzt nicht passt, was da rausgekommen ist, klar, man muss auch manchmal ein bisschen Geduld haben, das sind auch jüngere Tauben, die sich auch entwickeln müssen, aber Abstammung ist eine Sache, Leistung, die vorher gebracht haben, eine andere. Aber ich muss auch Vertrauen in die Taube haben. Ich gucke mir die Taube an und wenn die Kriterien hat, die ich für wichtig halte und wir sind mit 3 Mann und wir gucken uns das an und sagen, ja, die Taube hat alles, ich sehe keinen Grund, wenn ich Glück habe bei der Verpaarung oder mein ganzes Wissen da einbringe in so eine Kombination, dann müsste da eigentlich was gehen. Und wenn ich die Überzeugung nicht habe, dann schmeiße ich die auch wieder raus. Ja, das kann sich auch mal ändern, ne, nach einem Jahr. Wenn sich so eine Taube nicht entwickelt in den ersten 2, 3 Jahren, da entwickeln sich Tauben ja noch. Ich denke, es sollte auch ständig so ist meine Meinung, es sollte auch ständig eine Selektion stattfinden. Ja, immer. Genau. Also, wenn der die Jungen nicht groß kriegt oder es immer wieder Probleme da gibt. Ne, und wenn das also das sind viele Faktoren, genau, ne, die dann eine Rolle spielen. Ne? Die Auslese, das ist der erste Schritt zu Erfolg zu haben. Und die Auslese passiert nicht in Zuschlag. Aber das ist ja ein guter Punkt, sozusagen Selektion. Was ist sozusagen dann aber das Kriterium, an dem du dich festmachst, um zu bewerten, das ist ein guter Zuchtvogel oder auch ein überragender Zuchtvogel, oder er hat es nicht verdient, weiter im Bestand zu sein? Ja, so eine Regel habe ich paar, ein Vogel, wo ich da den in Zuschlag setze. 2 Jahre bleibt er in Zuschlag, versuche ich den in der Saison einmal umzupaaren.
Und da im Grunde genommen hat er 4 Weibchen gehabt. Und wenn da gar nichts Vernünftiges rauskommt, ja, da ist die Zelle frei. Wie viele Junge hat er dann gezüchtet mit den 4 Ja, Weibchen? sagen wir, das sind so im Jahr 4 Jungen, von jedes Paar 2 Jungen. Und leider muss das reichen. Natürlich wird er lieber mehr Jungen zu züchten und die Kriterien einfach durchzusetzen. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage. Ja. Wie beurteilt ihr das? Reicht das tatsächlich, um das wirklich festzustellen? Der Bestand 8 ist schon Junge nicht klein. In 2 Jahren, ob er ein Top-Zuchtvogel ist oder nicht? Du, das reicht nicht und da geht einem bestimmt auch viel durch die Lappen. Ja. Also gerade auch bei uns ist immer ein großer Diskussionspunkt, bei uns in der Schlaggemeinschaft. Ich habe gerne viele Zuchttauben, ich probiere gerne was aus, ich kaufe auch gerne mal eine neue Taube dazu. Da habe ich auch einen unwahrscheinlichen Faible dafür und dann sagen meine Schlagpartner immer, wir haben so viele Tauben, wir können die überhaupt nicht gescheit ausprobieren. Da sitzt vielleicht eine super Granate zwischen. Haben die Recht oder haben sie Unrecht? Die haben Recht in gewisser Weise, mit Sicherheit. Ich habe ja schon sehr gute Tauben, die ich gekauft habe, die man dann durchaus noch weiterverkaufen kann, weil ich die einfach noch nicht genug ausgetestet habe, die woanders hervorragend vererbt haben. Habe ich schon ein paar Mal erlebt in all den Jahren. Aber trotzdem habe ich auch immer festgestellt, wenn all die Kriterien, die ich an so einer Zuchttaube ansetze, dass die komplikationslos erstmal auf dem Zuchtschlag, dass sie sich gut verpaaren lässt, dass sie vernünftig die Jungen zieht und dass dann vitale Jungentauben da rausfallen, dann hat erstmal jeder, zwar keine riesige Chance, aber jeder hat erstmal eine Chance, sich zu beweisen. Und so sind über all die Jahre immer Tauben dabei, wo sofort von Anfang an gute Tauben rausfallen. Und andere tun sich schwer und wenn man dann immer argumentiert, das habe ich ja auch schon zigmal erlebt, ja, das ist irgendwie doof gelaufen, das hat nicht geklappt, der hat nicht mit dem Weibchen harmonisiert, dann haben sie das Gelege kaputt gehauen. Wenn die schon irgendwie eine Geschichte haben, diese Zuchttauben, ne, dann hängst du da noch 2 Jahre dran und dann, was ist das Ende vom Lied? Kommt trotzdem nichts Gutes raus. Also ich habe es seltenst erlebt, dass wo das nicht sofort dann irgendwie einigermaßen klappt, Junge überbleiben erstmal, ne, dass dann auf einmal nach 3, 4, 5 Jahren, das ist eine Geschichte, die ein bisschen außergewöhnlich ist, dass dann sich einer auf einmal rauskristallisiert als der Supervererber. Klar kann ich mal Glück haben, wenn ich umpaare, dass auf einmal was geht, habe ich auch schon gehabt. Man muss dazu sagen, zur heutigen Zeit hätte der Vogel in meinem System jetzt keine Chance gehabt, den Supervererber zu bringen. Das muss man auch mal sagen. Das ist einfach so. Ja. Der wäre bei mir nach 2 Jahren, hätte der den Weg im Zuchtschlag schon nicht mehr gehabt. Ja, es ist ja letztendlich so, wie Roland Faber auch sagt. Du züchtest, du spielst die Jungen. Sind die Jungen schon am Haus weg? Gibt es ja auch sehr oft. Sind sie erst nach der Reise oder sind sie während der Reise weg? Und vom einen Paar ziehe ich 6 Junge und habe noch 5. Und vom einen Paar ziehe ich 6 Junge und habe noch eine. Ja. Dann ist es halt so. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Zuchtvogel habe, der 12 oder 14 Junge im Jahr hat mit 3 Weibchen. Aber das hast nur du hier in der Runde. Ja, aber wenn ich jetzt, weil ich ein anderes System mache, ich mache es umgekehrt. umgekehrt. Das ist natürlich Das wäre jetzt meine Frage auch an dich gewesen. Taubenzüchter Wie beurteilst du das, wenn du eben in der Runde, Topschläge, hörst, ein Zuchtvogel oder ein Paar hat im Jahr 4 Junge für die eigene Reise reproduziert? Wie beurteilst du das? Ja, das aus deiner Sicht? Das macht bei mir ein Witwervogel, auf Deutsch gesagt, 4 Junge, kann ich mit dem produzieren, wenn ich Winterzucht betreibe. Und bei uns ist es einfach so, das System ist ein anderes, komplett das Gegenteil von den, ich sage jetzt mal 40 bis 50 Zuchtpaaren, wenig Vögel mit jeweils Vogel plus 3 Weibchen. Und dann kann ich nach einem Jahr, habe ich eine sehr gute Aussagekraft über den Vogel, weil ich den mit 3 Weibchen verpaare und habe locker 7 Gelege auf jeden Fall nach unserem System. Und an der Stelle möchte ich vielleicht mal verweisen auf das Format Berger fragt, denn dort haben wir das Zuchtsystem einmal sehr ausgehend beleuchtet und möchte empfehlen, dieses Format sich mal anzusehen auf YouTube, Röhnfried TV oder auf Facebook kann man das finden mit dem Daniel. Da haben wir sehr intensiv nämlich diese Zuchtsystematik diskutiert. Das würde hier im großen Rahmen jetzt ein bisschen zu viel Rahmen einnehmen, zu viel Zeit einnehmen. Aber du bist ein Züchter, das kann ich vielleicht zusammenfassen, der, wie du es ja formuliert hast, mit einem Zuchtvogel, 3 bis 4 Weibchen, hast du da auch gesagt, innerhalb von kürzester Zeit 8 Runden, also 16 Jungtiere von einem Zuchtvogel in einem Zuchtjahr reproduzierst, die dann auf 2 Schlägen gesetzt werden. Ja. Du auf deinem Schlag die Weibchen, bei der Tante die Vögel. Ja. Und
Genau, also für dich ist es ja völlig unbefriedigend, wenn sich damit zufrieden gibt, 4 Junge von einem Top-Zuchtfohlen für die eigene Reise zu züchten. Das ist genau das, was und mich noch immer dazu, geärgert hat. wir haben ja noch gar nicht über den Paarungszeitpunkt sozusagen gesprochen, wann es losgeht. Da würde ich dann gleich auch ein bisschen drauf eingehen Aber wollen. wenn ich wirklich einen Top-Vererber habe, dann sehe ich natürlich zu, dass ich da die Eier umlege. Also ich habe meine 3, 4 allerbesten, die haben, glaube ich, dieses Jahr, ich weiß nicht, ob die überhaupt jemals einen Jungen großgezogen haben in den letzten 2, 3 Jahren. Da lege ich dann schon um, dafür habe ich dann auch genug Paare. Ich denke mal, das machen auch die meisten. Ich sag mal so, ja, das machen die meisten, ne, logisch. Aber ich denke auch so ein bisschen, wir haben da vorhin auch schon mal in anderer Runde, wo wir gewartet haben, darüber gesprochen, was haben wir denn eigentlich für ein Zuchtsystem, also Kriterien? Was wissen wir denn eigentlich darüber? Wir wissen, das ist alles ganz viel Versuch und Irrtum, da ziehen manche die Augen heran, manche die körperlichen Eigenschaften, Abstammung, alles spielt ein bisschen eine Rolle, aber systematisiert wurde das nie irgendwo. Wenn ich mal in der Nutztierhaltung schaue, da kann ich heute ganz genau sagen, wenn ich Kuh X mit dem Bullen besame, dann kommt daraus eine Kuh, die gibt so und so viel Liter Milch mit der und der Eiweiß oder Protein oder Fettgehalt. Oder bei Schweinen, wenn ich die so und so verpaare mit dem Eber, dann ist da so viel Fleischanteil und so viel Fettanteil. Da gibt es Jahrzehnte wissenschaftliche Forschung, wo das ganz genau eingeengt wurde. Wir bewegen uns natürlich im Hobbybereich und es gibt überhaupt keine Ansätze irgendwelcher Natur oder so Zuchteigenschaften festzustellen, zu systematisieren, was muss ich mit was verpaaren, dass ich das Ergebnis habe. Klar, wir fordern eine komplexe Leistung ja bei den Tauben ein. Die ist also nicht vergleichbar mit so einer Schweinemast, aber trotzdem fehlt es mir da an dem. Und ich habe auch diese ganzen Leute, die sich dann im Rahmen ihres Hobbys so ansatzweise damit beschäftigen, Augentheorie, kennen wir ja ein paar Leute, die das intensiv betreiben bei uns in der Republik, oder es gibt ja so ein paar Qualifizierer, die ein System haben, vom Körperbau her und so. Ich finde das alles hochinteressant und ich finde, man kann das ruhig mit in seine eigene Überlegung mit einbauen, denn wir haben nichts anderes. Außer die Erfahrung und das züchterische Talent, was manche Leute vielleicht mitbringen. Aber die allermeisten haben doch kein herausragendes Talent in der Zucht und der Zusammensetzung der Tauben. Man hat eine Idee dafür, aber es gibt überhaupt keine Richtschnur oder keine Rahmenbedingungen, wo man sich irgendwie dran halten kann. Und deswegen sehe ich, das eine kommt natürlich dieser Idealvorstellung, so wie du es machst, vom Taubenzüchten. Ich teste intensiv, teste ich die Taube und habe sofort eine Information darüber. Und das ist auch, was meine Schlagpartner immer sagen, wäre vielleicht viel besser. Aber ich sage, aber es gibt keinen Gegenbeweis, dass mein System nicht genauso erfolgreich ist. Ich habe dieses Jahr 2 superjährige Weibchen, die sind aus dem Paar. Wenn ich da ein Ranking machen müsste von den 50, dann wären die vielleicht an 42. oder 43. Stelle. Ganz gutes Blut gewesen. Auf einmal passt das. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wo ich die angepaart habe. Aber ich habe nicht gesagt, boah, wenn da jetzt 2 davon absetzt, das wird super. Fallen 2 Weibchen, 2 Geschwister raus, die jährig überragend auf einmal fliegen. Habe ich nie mit gerechnet. Aber hätte ich nie rausgefunden, wenn ich nur 13 Stück hätte. Dann hätte der nämlich keinen Platz gehabt. Ja, das Einzige ist vielleicht die Reiseleistung von der Nachzug. Ne? Aber Daniel kann sich auch die 13 erlauben, weil er ja in einem Jahr aus den 13 sehr viele reproduziert mit verschiedenen Weibchen. Also das, was wir also mit einem anderen System, ja über 2, 3 Jahre nur schaffen, das schafft er dann schon in einem Jahr. Ja, aber es kann genauso gut in die Hose gehen wie mein System ja auch. Dann ziehst du 16 Stück von einem oder von 2 oder 3, die den Schlag schon stark bevölkern. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann stehst du schon mal da. Ich habe ja eine viel breitere Streuung. Natürlich ist das Versuch und Irrtum. Aber die Chance, dann mal wieder einen richtigen Kracher irgendwie da rauszukriegen, die ist mit Sicherheit genauso hoch wie bei dem System, glaube ich. Solange es keine Bedingungen gibt, wo mir einer sagen kann, wenn du die und die zusammenpasst und die haben die und die Kriterien, erfüllen die Tauben, dann fallen da Tauben, die 8 bis 12 Preise fliegen und so weiter. Solange ist das unerheblich. Wenn ich gute Tauben zusammentrage, die eine gute Abstammung haben, die meine körperlichen Voraussetzungen, die ich sehen will, erfülle und gute Eltern haben, und wenn ich die dann so verpaare mit den Kenntnissen, die ich jetzt habe, spielt das keine Rolle, ob ich 13 oder 50 habe. Ich sehe dann einen Vorteil darin, dass ich 50 habe, weil ich habe ja immer die Hoffnung, dass ich den super Vererber oder die super neue Zuchttaube entdecke. Die Chance ist ja viel kleiner, wenn ich nur so ein Paar habe und ich mache daraus auch noch einen Haufen Junge. Und wenn ich den entdeckt habe, dann kann ich immer noch von meinen Supertauben umlegen. Ich denke aber, um mal einzubremsen, je mehr du umpaarst oder je mehr der Züchter es baulich, schlaglich kann, umzupaaren, kommt er schneller ins Ziel, als wenn du nur einen Schlag hast mit 12 Zellen, keine Ausweichmöglichkeiten. Auf alle Fälle. Und ein Paar, die 12 Tauben zusammen im Frühjahr, die machen 3 Runden und dann kann ich testen im Jungflug. Habe ich aber baulich die Möglichkeit oder wie auch immer oft umzupaaren,
Wir paaren oft Faber, Becker, jeder paart viel um schneller ans Ziel zu kommen. Wie sollte denn da ein funktioneller Zuchtschlag aufgebaut sein, vom Baulichen her? Ja, ich sag mal so, unser Zuchtschlag, der ist im Freien. Wir haben unser Zuchtschlag jetzt sehr offen gestaltet. Der ist nach 3 Seiten hin offen und haben oben im Dach 7 Einzelboxen, wo wir ständig wechseln. Wo unten nach oben gehen oder dass ich auch im Prinzip mal einen Vogel, der jetzt unten in der Zelle ist, den ich dann hoch tue in die Einzelbox, dass ich nicht in dem Zellenschlag Vögel umpaare. Weil das gibt Prügel, das gibt Brucheier, da gibt es immer Ärger und das ist im Prinzip, sagen wir mal so, unsere Kombination Einzelbox zu Zuchtschlag, kann ich wunderbar wechseln, auch die Weibchen. Der behält seine Zelle, aber wenn er wieder runterkommt, hat er immer also die seine Zelle ist quasi, wenn er oben ist die Zelle geschlossen. Dann kommt der wieder raus oder der da rein oder wie auch immer. Dann haben wir da keinen Stress, das geht total schmerzfrei. Die Däubin bleibt dann da dran oder der Vogel bleibt im Ding. Ne? Also das ist deine Sicht ist, um umpaaren zu können, wäre ein idealer Zuchtschlag eigentlich durch die Voraussetzung, dass du auch Einzelboxen hast. Genau. Einzelbox. Ja. Seht ihr das alles so, wenn du eigentlich, ja. Ja, Also ich sage am leichtesten und für den Vogel gibt es keinen Stress. Die Der Einzelboxen bleibt immer in Einzelbox, haben kriegt der uns Weibchen. nach vorne gebracht. Ganz klar. In den Einzelboxen sind bei uns Das musst du noch mal ein bisschen mehr erklären jetzt. die Einzelboxen. Nee, wieso das euch nach vorne gebracht hat? Ja, weil ich schneller umpaaren konnte. Ich konnte jetzt die Däubin da rausnehmen oder den Vogel da raus und da rein. Ich konnte, ich sag mal, sehr flexibel schnell umpaaren. Ne? Weibchen rein, Vogel raus, Vogel nach unten, Weibchen nach oben. Das ging alles sehr reibungslos, ruckzuck. Ne? Ohne Prügel, ohne alles. Ne? Also, und dann Wie ist das mental, wenn ein Vogel auf seine Zelle irgendwie. Also ich habe Vögel, das kann ich ruhig sagen, wenn ich mit denen die Treppe hochkomme und die wissen die instinktiv. Ich komme mit dem Vogel hoch, da fängt der oben an, im obersten Drittel von der Treppe, habe ich den in der Hand, da macht er, weil er genau weiß, wo er hinkommt. Also Tauben sind, ich sag mal, sehr schlau. Sehr schlau, intelligent und die wissen auch genau, wo ihre Zelle ist und so weiter. Ne? Also das ist schon enorm. Also man merkt das ja. Ne? Okay, das heißt, das kann man schon, glaube ich, zusammenfassen oder feststellen, dass ein optimaler Zuchtschlag letztendlich auch die Möglichkeit bieten sollte, gut umzupaaren. Ja. Und das ist eben am einfachsten in Abteilen, wo Paare eben auch alleine sitzen. Dann. Und wir haben natürlich auch noch, das muss ich auch noch sagen. sagen. Würdest du das bestätigen, René? Du guckst ein bisschen kritisch? Nee. Den doppelten Besatz an Zuchtweibchen, das gebe ich ehrlich zu. Also das ist auch so. Also wir haben. Also das Programm auch viel umzupaaren sozusagen. Richtig, genau. Also jetzt nicht so intensiv wie Daniel Becker. Das heißt, das Umpaaren, diese Umpaarungsmöglichkeit, weil du sagst, das hat euch nach vorne gebracht, dann war es ja eigentlich nicht vielleicht die Box, sondern das Umpaaren. Nee, das Umpaaren. Man kann das Umpaaren ja auch in einem Abteil. Keine Frage. Also das eigentliche ist einfacher Umpaaren, in so einer Box. Schneller ans Ziel zu kommen. Ne? Das war wirklich, muss man sagen. Aber es hat halt nicht jeder und andere, die das nicht haben, kommen auch ans Ziel. Ne? Also ich sag mal, ich kann jetzt nicht sagen, dass das 0+Ultra ist. Es gibt ja so viele Schläge, die haben das noch anders und ist genauso gut. Ne? Aber wie gesagt, für uns persönlich als Schlag, muss ich sagen, hat uns das nach vorne gebracht. Du brauchst ja auch keine 10, 11, 12 Boxen. Wir haben 7 Stück. Es reicht ja auch, wenn einer vielleicht nur 2 oder 3 hat Ja. und hat nur 4 oder 5 Zuchtpaare und kann dann da ein bisschen wechseln. Das reicht ja auch schon mal. Es muss ja nicht immer groß und viel sein. Wir haben uns da ein bisschen abgeguckt nach Koopmann, ne? Also von den Videos und von den Reportagen. Der hatte da diese Nischen, ne? Diese Löcher. Und da ja eine Taube auch so ein bisschen Höhlenbrüder ist, ne? Was uns ja bei den Widmerzellen und überall auch zunutze wird. Und dann habe ich so kleine Höhlen reingebaut und das muss ich ehrlich sagen, also da fühlen die Tauben sich sofort heimisch. Ne? Also habt ihr da irgendwelche Technisierungsgrade auch im Zuchtschlag? Also Licht. Ich sag mal im Reiseschlag, da würden wir vielleicht über Temperatur, Luftfeuchtigkeit regulieren. Spielt das bei euch im Zuchtschlag auch eine Rolle? Ich meine, offene Front, Voliere, okay, ist schwierig. Bei uns auch. Licht als Einflussgeber auf die Zuchtfreudigkeit. Ja, wir haben auch offene Volieren. Die Zellen sind an der Rückwand, die sind halt komplett offen, die Volieren. Und das einzige technische Hilfsmittel sind halt Birdlamps. Okay, vorhin ist irgendwann mal das Stichwort Vitalität gefallen. Ich glaube im Zusammenhang auch mit dem Alter der Tauben. Dass es ein wichtiges Thema ist, dass die Taube vital ist, glaube ich, brauchen wir nicht in Frage stellen. Aber gibt es Dinge, die ihr praktiziert im Bereich der Zucht, Vorbereitung der Zucht, um die Vitalität der Tauben auch zu unterstützen oder zu fördern?
Roland? Tja, die richtige Versorgung ergibt sich schon Vitalität. Wenn sie richtig versorgt werden und die Voraussetzungen da geschafft sind im Zuschlag selbst, da erkennt man schon Vitalität, weil wenn der bevölkert ist und entsteht Stress, so natürlich die Tauben, wenn da nicht so Vitalität haben als in einem weniger besetzten Zuschlag. Und du sagst, wenn du sie richtig versorgst, förderst du, oder das zahlt ein auf die Vitalität. Was heißt das konkret? Ja, das heißt, wenn sie top gesund sind, haben auch die richtige Vitalität. Okay, die Gesundheit als Grundlage der Vitalität. Wir sind ja in der Runde, haben ja einen Tierarzt dabei. Ja. Spielen da Impfungen eine größere Rolle bei den Zuchttauben? Natürlich, bei euch? das sind zum Beispiel bei uns ist Voraussetzung, bevor die Zuchttauben angepaart werden, die werden 3-mal geimpft. Gegen Salmonellen, Pocken und Paramyxo. Zu welchen Zeiträumen oder wann finden die Impfungen statt? Die findet jetzt statt, das heißt Ende des Jahres, November, Oktober fangen wir an mit den ganzen Impfungen an. Wir paaren unsere Zuchttauben zwischen Weihnachten und Neujahr. Also Mitte Dezember zu diesem Zeitpunkt müssen die 3 Impfungen hinter sich haben. Und okay, das heißt, ihr lasst also die 3 Impfungen und die werden nicht zusammen gemacht, sondern Nein, nacheinander. immer extra, immer einzeln. Und wenigstens die 3 Wochen so circa bleibt zwischen einer und anderer. Und das sind dann nur die Zuchttauben oder werden da auch die Reisetauben mitgeimpft? Grundsätzlich alle Tauben. Der gesamte Bestand wird geimpft? Gesamtbestand wird auch jetzt geimpft. Okay. Daniel, wie findet Impfvorbereitung bei den Zuchttauben bei euch auf den Schlägen statt? Komplett anders. Also durch das System paaren wir ja jetzt quasi Ende November, Anfang Dezember schon. Und dann werden die Zuchttauben quasi im Sommer geimpft. Wenn die Jungtauben oder so geimpft werden, dann werden die einfach mitgemacht. Ja, dann sind die quasi schon fertig. Die Zuchttauben sitzen jetzt alle in der großen Voliere, Vögel und Weibchen. Die sind auch nicht in ihren Zellen oder Boxen. Da findet jetzt gerade die Grundreinigung statt und dann kommen die so nächste Woche rein. Dann sind sie so circa 3 Wochen in der Einzelbox, bevor gepaart wird, knapp. Da wird dann auch belichtet in diesen 3 Wochen. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn man dann so früh anpaart, um halt entsprechend die Eier umlegen zu können, dass die Tauben in eine Topform versetzt werden. Das kommt zum ersten durch das Licht. Zum zweiten schwöre ich darauf, viel Kräuter zu verabreichen. Wir machen das so, früher habe ich Abitonicum genutzt, heute nehme ich Hexenbier. Das kriegen die dann wirklich in den 3 Wochen fast täglich im Wechsel. Einen Tag ein Kräuterpräparat und einen Tag E50-Vitamin. Und das trockne ich dann entweder ab wiederum mit einem Kräutermix-Pulver und mit Aero 200 Konditionspulver. Also trocknest ab, das heißt, du gibst das diese Futter, Zusätze immer übers Futter. Ja. Okay. Und somit will ich halt die Tauben richtig in eine Form versetzen, dass wenn das ganze Spiel dann losgeht, weil das muss ja reibungslos klappen. Die Impfung würde ja auch formsteigend, nach der Impfung hast du ja einen gewissen Booster-Effekt, wo die Tauben eigentlich auch in eine gute Form kommen. Du würdest das eigentlich mit einer Impfung zu einem späteren Zeitpunkt ja auch nochmal zusätzlich unterstützen. Wie würdest du das bewerten, jetzt aus der tierärztlichen Sicht auch? Ja. Oder empfehlen, was wäre da deine Empfehlung? Also wir gehen eigentlich auch, also so habe ich es auch immer empfohlen und so machen wir es auch selber heutzutage noch, dass wir natürlich in Vorbereitung auf die Zucht, dass die irgendwann jetzt in diesen Herbstmonaten stattfindet. Und wir handhaben es in der Regel natürlich so, dass die Paramyxo geimpft werden. Das ist natürlich auch zwingend im Gesamtbestand erforderlich. Und ich habe auch immer empfohlen, die Zuchttauben gegen Salmonellen zu impfen. Das ist ja schon eine große latente Gefahr, gerade wenn man noch viele Tauben dazu holt. Meistens liegt die Ursache ja erstaunlicherweise auf den Zuchtschlägen durch zugeholte Tauben. Das hat, glaube ich, einen viel größeren Anteil an den Salmonellose-Ausbrüchen als eine Übertragung im Wagen, obwohl man das ja gar nicht annehmen sollte. Aber die Tauben, die halt im Kabinenexpress sitzen, die scheinen auch dann anders vorbereitet zu sein, gesundheitlich häufig. Und da habe ich schon in all den Jahren immer eine große Gefahrenquelle ausgemacht. Deswegen empfehle ich also immer, die Tauben auch gegen Salmonellen zu impfen. Und würdest du es empfehlen, diesen Impfzeitpunkt, sicherlich mit dem entsprechenden Abstand zur Anpaarung, aber du hast ja, wenn es nicht zu weit weg ist, jetzt beim Daniel, dann im Sommer, ist ja schon relativ weit, ist ja ein halbes Jahr dazwischen, also, um diesen maternalen Schutz sozusagen auch mitzugeben. Genau, also dieser maternale Antikörperschutz, das ist ja das, was dann auch Jungtauben in den ersten Lebenswochen zumindest schützt. Und der ist natürlich umso besser, je näher
die Impfung am Anpaarungstermin ist. Und wir wissen alle mittlerweile, denke ich, wenn wir diesen Lebendimpfstoff, der in Deutschland verfügbar ist, impfen gegen Salmonellen, wenn man den einsetzt, dass wir mindestens 4 Wochen warten muss im Anschluss, weil es sonst durchaus Befruchtungsprobleme geben kann. Aber ich empfehle auch nicht mehr als so, sagen wir mal 4 bis maximal 6 Wochen, denn ich möchte schon diesen Impfschutz, der ja auch nicht ewig hält bei einer Impfung gegen einen bakteriellen Erreger, ist immer generell schwierig, also jetzt nicht nur bei Tauben, sondern bei allen Tierarten. Das macht ja nicht so stabile, langanhaltende Antikörperspiegel wie eine Impfung gegen ein Virus, wie gegen Paramyxovirus. Und so nach 7, 8, 9 Monaten dann hat sich das doch erledigt mit dem Impfschutz. Deswegen ist es sinnvoll, zeitnah zur Anpaarung zu impfen, so nah wie möglich, halt diese 4, 5 Wochen. So empfehlen wir schon. Ne? Das heißt, wenn man den Vorteil oder den Schutz einer Salmonellenimpfung für seinen Bestand nutzen möchte, ist eigentlich eine jährliche Impfung dann auch indiziert. Auf jeden Fall, ja. Und genau. Bei Paramyxo müssen wir ja auf jeden Fall die Reisenbestände machen, aber der Verband gibt ja ganz klar vor, dass der Gesamtbestand geimpft werden soll. Das ist okay, das ist natürlich keine Rechtsgrundlage. Wenn man sich ein bisschen mit den neuen EU-Regularien beschäftigt, die ab nächstes Jahr kommen, da stehen auch solche Passi drin, dass Tauben, da sind Brieftauben mehrfach erwähnt in den Durchführungsverordnungen dazu. Da steht zum Beispiel an einer Stelle auch drin, dass die aus Beständen kommen müssen, die geschützt sind gegen Paramyxovirose. Also das bedarf auch noch bestimmt der Überlegung und der Auslegung, was für Auswirkungen das letztendlich hat, neben den anderen Diskussionen, die im Moment im Gange sind mit der Reise, mit dem grenzüberschreitenden Verkehr. Also wie gesagt, deswegen, das ist eine ganz klare Empfehlung, Paramyxo impfen, auch wenn es keine Krankheit ist, die uns ja wie Salmonellen oder Jungtaubenkrankheit oder Chlamydiose immer treffen kann und viel beschäftigt. Ist das doch eine latente Gefahr für die Bestände und also ist da eine dringende Empfehlung, dass alle ihren gesamten Bestand impfen. Das heißt, der Zeitpunkt der Impfung eigentlich schon relativ nah noch an den geplanten Zuchtbeginn, aber auch nicht zu nah. Bei den Salmonellen, ja. Bei den Salmonellen auf jeden Fall. Und das ist dann ja abhängig, wann die Zucht pro Züchter, was jemand halt vorhat. Ja? Wenn jemand erst im Februar die Zucht beginnt, dann würde im Januar eine Impfung ja noch ausreichend sein. Also der Zeitpunkt ist eigentlich mehr von dem Anpaarungstermin dann abhängig. Daran orientiert sich alles am Anpaarungstermin. Okay. Thema Vitalität. Das ist ja relativ lange Gabe von einem Hexenbier, wenn du das über 4 Wochen vor der Zucht praktizierst. Finde ich eigentlich ein bisschen außergewöhnlich. Ist das bei dir, Uwe, gibt es da ähnliche Vorgehensweisen, um die Tiere in eine entsprechende Vitalität zu bekommen? Oder sind sie einfach aufgrund der Gesundheit erstmal... Ja, die sollten schon, ich sag mal so in der Ruhephase oder Mauserphase, wo wir uns ja jetzt beginnen und gehen wir dann in die Zuchtphase hinein. Das heißt, die Tauben werden ja schon in der Mauserphase jetzt zum jetzigen aktuellen Zeitpunkt absolut top versorgt. Ne? Also besser kannst du die Tauben ja momentan nicht versorgen. Das heißt, die gehen ja automatisch mit einer super Versorgung in der Mauser, mineralisch etc. übergangslos in die Zuchtphase hinein. Ne? Ist das vielleicht ein großer Vorteil, gerade auch des frühen Zuchtbeginns, dass die ja sozusagen aus der Mauser heraus... Wir wollen jetzt dieses Jahr erstmalig, der Tim, hat sich so ins Kopf gesetzt, so Anfang Dezember möchte er anpaaren. Ne? Das heißt jetzt auf den Impfstatus ist klar, ganz klar, so nah wie möglich ran. Wir machen aber Folgendes, wir gehen jetzt oder waren jetzt schon beim Tierarzt, haben untersuchen lassen, haben alles durchchecken lassen, ne? Weil das ist ja auch so eine Sache, in der Mauser kommt mal was raus, kommt mal nichts raus. Ne? Aber ich sag mal so, diese Superfilalität kommt aus der Mauser raus, aus der Versorgung in der Mauser übergangslos in die Zucht. Also wir machen da außer, ich sag mal jetzt, er macht Hexenbier, wir bereiten halt dann, ich sag mal mit E50 und hauptsächlich mit OptiBreed bearbeiten wir die Tauben, ne? Und das hat uns die letzten beiden Jahre super gefallen, ne? Super Vitalität, wirklich ein absolut Top-Produkt, ne? Was wir dem Dave Wegwert zu verdanken haben, ne? Der sich da Gedanken gemacht hat über so ein Produkt, ne? Muss ich sagen, also das ist wirklich genial. Aber wie gesagt, nochmal, wir gehen von Mauser, top versorgt, übergangslos in die Zucht und da ist auch nachher nur noch das Belichten. Das heißt, wir fangen 14 Tage, 3 Wochen vorher an zu belichten. Und da wir unsere Schläge ja draußen haben, der Zuchtschlag, ne, auch bei harten Minustemperaturen, das ist... Einige paaren ja parallel auch die Reisetauben mit den Zuchttauben an. Nein.
aber beim Daniel weiß ich das. Werden die Reisetauben dann auch belichtet? Die Zuchttauben, nehme ich an, werden auch belichtet. Aber werden die Reisetauben auch belichtet in dieser Winterphase, also im Dezember? Die ganzen Tauben haben immer noch Licht jetzt. Die stehen jetzt so bei ca. 14 bis 15 Stunden momentan. Die haben auch einen ganz anderen Mauserstand wie jetzt von anderen Schlägen, die ihre Tauben dann nicht belichten. Die sind ja jetzt schon, die Alttauben, soweit fast durchgemausert. Die sind jetzt quasi in den letzten Zügen. Bei uns haben die teilweise noch 2, 3 Schwingen stehen. Also die sind ganz anders. Das Licht läuft quasi ab dem längsten Tag des Jahres durch und wird dann nach der Jungreise nur ganz, ganz langsam runtergefahren. Bleibt dann auf einem Stand von 14 bis 15 Stunden und wird jetzt nochmal eine Stunde oder so runtergefahren, dass wir so irgendwo zwischen 13 und 14 Stunden liegen. Und dann werden die Reisetauben mit den Zuchttauben angepaart, damit die Eier auch reibungslos, glatt zur selben Zeit gelegt werden, damit wir die schnell umlegen können. Ja, das ist halt ein ganz anderes System, auch der Mauserstand an sich, auch von den Jungtauben. Die haben ja jetzt noch viele Federn stehen, die werfen die ja teilweise erst im Januar, Februar, wo dann die letzten Schwingen fallen. Also das heißt Ausstellungen und sowas, das würde für unsere Tauben meistens ausfallen, weil die haben einen ganz anderen, durch das Belichten haben die einen ganz anderen Stand. Die Mauser wird komplett weiter bei uns ins Anfang des Jahres geschoben. Davon? Warum machst du das? Also ich mache hauptsächlich, ich habe es mal übernommen aus dem Belichtungssystem, was der Alfred mal zu Papier gebracht hat. Und da bin ich eigentlich super mitgefahren. Und gerade dieses Legen jetzt, ich sag mal, wenn ich die Reisetauben mit anpaare, das klappt halt dann richtig reibungslos. Und wenn ich das nicht mache, wir haben das ausprobiert, dann meine Tante hat das dann ein bisschen anders gemacht. Und dann hat das halt mit dem Legen halt auch ein bisschen, mit dem Ablegen hat das nicht ganz so harmoniert. Ne? Weil die Zuchttauben, das sind alte Paare, die haben 8 bis 10 Tage, klack, 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 liegen die Eier. Und wenn dann Jährige dabei sind und so, das muss ja dann alles recht gut klappen. Und ja, wie gesagt. Dann werden ja Reisetauben quasi noch in nicht durchgemausertem Zustand wieder angepaart wahrscheinlich. Ja, ja. Also Hast du keine negativen Auswirkungen im nächsten Reisejahr dann gemerkt? Oder hören die nicht auf, wenn sie anfangen zu züchten? Werfen die Federn dann noch? Ja, aber dann haben deine Tauben ja überhaupt kein normales Tageslicht. Das heißt, das kennen die gar nicht. So richtig kennen die das nicht, ne. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, alles nur elektronisch gesteuert. Ja, und ich habe dann nachher bei den Alttaubenflügen, ich sag mal, unsere Tauben werfen fangen an, die ersten Schwingen zu mausern. Da sind bei den anderen schon 3 weg, ja, während der Reisesaison meistens. Also wenn ich die bei anderen Züchtern, die gar nichts mit Licht machen und man korbt denen ihre Tauben ein, die haben oft schon 2, 3 Schwingen geworfen, wenn bei uns die erste fällt. Wir haben ja den Schwerpunkt Zucht, aber das ist ja ein Reiseaspekt auch. Geht so da rein? Würdest du sagen, das Werfen der ersten Feder hat auf die Form und auf die Ergebnisse gar keine Auswirkung? Weil es gibt Züchter, die glauben, dass mit dem Werfen der ersten Feder die Form dann auch irgendwie besser sich entwickelt. Unsere Tauben kommen oft ab 400 Kilometer gut in Form, sprich recht spät in der Reise, wo sie richtig gut in Form kommen. Könnte durchaus damit zusammenhängen. Also der Ausgangspunkt, weil das ja der Plan ist, den ich seinerzeit mal entwickelt hatte, da war der Ausgangspunkt, dass ich 2001 das erste Mal verdunkelt habe, danach belichtet habe die Jungtauben bis Ende der Jungtierreise. War dann die Überlegung, mache ich jetzt das Licht aus oder lasse ich es weiter an und reduziere Woche für Woche die Tageslängen, und dafür habe ich mich entschieden, weil das war im September, da hatten manche Jungen die erste Feder erst geworfen. Und wenn dann der kürzeste Tag am 21. Dezember natürlicherweise wäre, ist der Zeitraum, diese 10 Federn, 9 Federn noch zu mausern, einfach kurz, hatte ich das Gefühl, die Vermutung ist viel zu kurz. Also habe ich den Zeitraum verlängert, weiter nach hinten geschoben. Das hatte dann den positiven Effekt, dass die Anpaarung, ich habe damals ja die Jährigen, erste Jahr dann nur Jährige gehabt, dass die Jährigen, da war dann im Anfang Dezember 12 Stunden Licht und die haben super gelegt. Also das war ganz einfach, in diese Winterzucht einzusteigen. Und der Effekt, den ich dann gesehen habe, die haben Winterzucht gemacht, teilweise sogar das zweite Mal gelegt, weil zu spät getrennt. Im Februar angepaart, legen lassen, überbrüten lassen und Anfang April nochmal angepaart, auf Treiben getrieben, da haben die nochmal gelegt. Ja. Die erste Feder ist aber Ende Juni geworfen worden. Und das ist natürlich top, wenn ich dann mit einem vollen Federstand die komplette Reise, also wir könnten, mit dem System kannst du auch Anfang September noch Alttauben schicken. Wenn dann die Reise zu Ende ist, dann mausen die natürlich auch sehr schnell. Ne? Und das war die Beobachtung.
Und deswegen, und seitdem verschiebe ich, ähnlich wie das der Daniel macht, verschiebe ich auch die Periode, die Lichtperiode sozusagen. Ne? Also eigentlich sind die natürliche Fotoperiode, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, entspricht nicht der Reisesaison. Wenn es natürlicherweise wäre, müssten wir eigentlich früher die Saison schon starten. Also wir belichten auch nur bis zur Eiablage. Erste Eiablage. Zuchttauben und Ja, die Reisetauben? Zuchttauben. Wir sind ja bei der Zucht. Zuchttauben nur bis zur Eiablage. Dann kommt Licht aus, ganz normal. Also wir belichten nicht durchweg. Und wann beginnt die Zucht bei euch? Jetzt am 6. September. 6. Dezember. 6. Dezember. Hast du da nicht Sorge oder Bedenken, hast du dann kurze Tage im Januar, wenn die Jungen im Nest liegen, dass die nicht ausreichend genug gefüttert werden? Also aus dem Geflügelbereich weiß man das, dass die Jungtierentwicklung viel besser ist, wenn die länger Zeit zum Fressen haben. Das sind ja Nestflüchter, die werden nicht gefüttert durch die Elterntiere, die ernähren sich selbst. Das werden wir sehen. Gucken wir uns an. Ich habe es noch nie gemacht. Ah, okay. Es ist das erste Mal, ich habe es noch nie gemacht. So früh angepaart. Also ich kann das nur empfehlen, die morgens definitiv zu belichten, gerade wegen dem Füttern. Also ich fütter dann teilweise morgens vor der Arbeit schon um 6:30, dass die auch die Jungen dann gut füttern. Das setzt natürlich dann voraus, wenn ich die Eier in Reiseschlag lege, dass ich dort auch Licht habe, weil die Zuchttauben ja quasi nur Eier ablegen und die umgelegt werden. Aber gerade mit dem Füttern der Jungtauben ist das definitiv zu empfehlen, dass die morgens Licht haben, dass sie schon früh füttern können und dann nachmittags, wenn man heimkommt, nochmal füttern können. Da wir unseren Schlag im Garten haben, ne? Und wir sitzen auch im Garten und abends oder so im Sommer oder jetzt im schönen Frühjahr, ne? Und es ist dunkel draußen, da beobachten wir doch, dass das Weibchen oder der Vogel, egal wie auch immer, wenn die Nestliebe da ist, dann füttern die abends um 10, halb 11 noch die Jungtauben. Schon sehr oft gesehen. Okay, Vitalität, Versorgung ist ein bisschen angesprochen worden. Du hast erwähnt, dass die Tiere vor Zuchtbeginn auch nochmal medizinisch untersucht werden. Genau. Über Kotproben, aber auch Tiere vorgestellt werden. Jawohl. Ist das bei euch auch Methode oder sagt ihr aus dem Herbst heraus, nach der Reise, die Tauben haben Top-Saison gehabt, die sind fit, die Mausern normal, da sind keine Auffälligkeiten, dass ihr euch da eigentlich auf die Beobachtung verlasst, dass die Tiere fit sind. Vor der Reise, da ist es ja, glaube ich, schon sehr üblich, dass man die Tiere nochmal checken lässt. Aber ist es vor der Zuchtsaison dann bei euch auch ein wichtiges Thema? Beschreibt es mal, Roland. Bei uns ist das so, wenn wir irgendwie was in Frage stellen, dass wir da unzufrieden sind. Natürlich holen wir uns den Rat vom Tierarzt, auf jeden Fall. Aber wenn wir sehen, dass das... Also Rat vom Tierarzt, dann gehst du mit Tieren hin, um Befund zu bekommen. Der Rat ist ja eigentlich der Befund. Ja, das heißt, der untersucht die Tauben, nehmen wir uns 2 Weibchen, 2 Täube von Zuschlag und da gehen wir zum Tierarzt und untersuchen wir. Wenn wir sehen, dass das alles perfekt gelaufen ist, auch im Herbst und im Sommer, war gar nichts und jetzt sehen die Tiere auch top aus und so, dann machen wir die Impfung auf jeden Fall, das ist die Voraussetzung. Und danach die richtige Versorgung und das reicht auch. Okay. Vor der Reise ist was anderes, wie du schon erwähnt hast. Mit Reisetaubenverfahren grundsätzlich untersuchen wir die Tauben vor der Reise. Gibt es Einsatz von Medikamenten vor der Zucht oder nachher sogar während der Zucht? Ich sage einfach, früher war es ja oft üblich, dass man dann Präventiv. Trichomonadenbehandlung durchgeführt hat auf dem ersten Gelege. Also so bin ich groß geworden. Das war der Einstieg in den Taubensport. Ich sage das auch so, ich beziehe das nur auf mich selbst oder auf die Leute. Ich nehme auch keine Medikamente gegen Herzinfarkt, wenn ich den nicht habe oder so. Wenn ich krank werde, werde ich gezwungen, aber sonst grundsätzlich keine Medikamente. Zuschlag, rigoros, nichts. Wenn da Tiere sind, die einfach Schwäche zeigen, naja, dann muss man anders helfen. Ja, das haben wir, glaube ich, verstanden. Gestattet ihr einer Zuchttaube auch mal eine Unpässlichkeit oder hilfst du dann gleich nach? Sicher, warum nicht? Das ist letztendlich, das kommt auf die Situation an. Wenn die jetzt die Junge schlecht hochzieht oder pumpt sich voll mit Wasser, gibt es ja auch oftmals, hat man Täubinnen oder Vögel, die pumpen sich voll mit Wasser, nehmen schlecht Futter auf oder wie auch immer und das gucke ich mir eine Zeit lang an und dann nehme ich sie vom Zuschlag runter. Ja, ist so. Das kann man sagen, so wenn ich so einen Vogel mit 2 Weibchen verpaare in der Saison
Und mit beiden Weibchen irgendwie funktioniert das nicht, die Versorgung von den Jungtauben. Dann natürlich, der Vogel hat da schon wenige Chancen, muss er den Platz Was muss die räumen. Zuchttaube machen? Sie frisst, sie säuft, sie füttert Junge. Aber sie ist ja die Basis, sie ist ja die Zukunft. Die sorgt ja für den aber Nachwuchs sie ist lang nicht, im Reiseschlag. Sie ist lang nicht, wie Sportfreund Becker sagt, sie ist lang nicht den Gefahren ausgesetzt vom Kabinenexpress. Das heißt, sie ist zu Hause behütet im Zuchtschlag. Zu dieser Zeit, denke ich, werden auch keine fremden Tauben reingehen. Der Bestand ist untersucht medizinisch. Was soll die Ja, aber Taube? wenn du dir die Online-Plattformen anschaust, dann sind ja doch Welche? die Online-Auktionsplattformen anschaust, dann wird ja eigentlich über das ganze Jahr über, werden Tauben ja in Bestände wieder zugeführt. Also es gibt ja viele, viele Leute, die... Während der Zuchtphase. Wann holen wir uns denn Tauben zu? Vor der Zuchtphase. Also wir holen während der Zuchtphase keine Tauben rein. Vor der Zuchtphase, haben wir ja vorhin gesagt. Während der Zuchtphase, was... Also ich denke mal, dass der Zuchtschlag auf jeden Fall ein Ort ist, an dem man diese Aspekte der Vitalität, denn die produzieren ja nun mal deine späteren Reisetauben, wo man ein besonderes Augenmerk drauf richten soll. Und wir halten es auch natürlich so, dass wir prophylaktische Impfungen, um solche Sachen wie Salmonelleneinträgen vorzubeugen, natürlich machen. Die Tauben werden untersucht und dann müssen die mit einer guten Versorgung, Genau. OptiBreed zum Beispiel, finde ich auch ein ganz tolles Präparat, haben wir auch sofort, wo es auf dem Markt war, eingesetzt. Und auch mein Schlagpartner Frank Hagedorn, der ist ja immer sehr skeptisch, was diese Sachen angeht. Der ist da total überzeugt von und ich fand das auch sehr, sehr gut. Also eine vernünftige Grundversorgung. Ganz wichtig ist für mich bei den Zuchttauben eine ausreichende Mineralstoffversorgung. Und dann muss es auf dem Zuchtschlag, die müssen, wie gesagt, die müssen nicht viel machen. Ich sage, die sitzen da das ganze Jahr, müssen dann in den paar Monaten ein paar Junge großziehen. Und die müssen vor Vitalität strotzen. Genau. Die müssen fit sein und die müssen das schaffen. Und wenn sie das nicht schaffen, ein paar Jungtiere großzuziehen, dann kann ich mit den Tauben nicht mal einen Reisebestand. Aber es gibt ja auch so Aussagen oder Haltungen, wo Züchter der Meinung sind, wenn die 3 bruten, 4 bruten, dass dann die Qualität nachlässt. Ja, warum? Weil die Tauben, weil die da nicht gesund sind, weil dann vielleicht unterschwellige Trichomonadeninfektionen sich langsam durch die Belastung verbreitet haben. Solche Dinge spielen eine Rolle. Natürlich ist es ein großes Problem, dass die Leute in der Regel, das kenne ich nur ja aus 20 Jahren Praxiserfahrung, die Reisetauben ein großes Augenmerk darauf richten und häufig die Reisetauben vorgestellt werden, aber die Zuchttauben viel zu selten. Das habe ich ja auch immer darauf hingewiesen. Das ist ja die Basis für alles Weitere, ist halt die qualitativ gut besetzter Zuchtschlag mit einer guten Gesundheit. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, den Gesundheitszustand der Zuchttauben vor der Zucht checken zu lassen. Und dann, wenn ich die dann vernünftig versorge, dann muss die Taube das selber bringen. Also ich denke, dann darf da nicht zu viel rumfuckeln und die dürfen nicht wenn ich da schon immer, was bei den Reisetauben ja durchaus sein kann, durch viele Unwegsamkeiten wie extreme Belastungen, schwierige Flüge, immer mit vielen Tauben zusammen. Das sind ja ganz andere Aspekte, die da eine Rolle spielen, warum ich unter Umständen da in diesen 3 Monaten auch mal medizinisch eingreifen muss. Und das darf auf dem Zuchtschlag nicht sein. Und der muss auch der Quell sein, wo Dinge wie eine gewisse natürliche Immunität gegen Kokzidien, haben wir ja, glaube ich, gestern schon kurz angesprochen, das muss da gefestigt werden im Zuchtschlag. Auch der Umgang mit Trichomonaden, da kann man mit Avidres, denke ich, das mache ich auch seit Jahren, eine gewisse Prophylaxe mit einfließen lassen, aber dann erwarte ich von der Zuchttaube, dass die 3, 4 Zuchten im Jahr... Diese Grundimmunität, Paraimmunität im Zuchtschlag, durch die Impfung förderst du ja die Immunität. Und worauf würdest du dann noch besonders Wert legen? Erklär das nochmal, was da deine Schwerpunkte sind, um eine gute Grundimmunität im Zuchtbestand oder auch Reisebestand aufzubauen. Ja, also ich denke, ja, was heißt das? Also aufbauen heißt, ich muss die Gesundheit natürlich im Fokus halten. Das heißt, ich muss die Tauben untersuchen und notwendige Behandlungen müssen durchgeführt werden. Und dann muss eine belastungsangepasste Versorgung erfolgen, aber du hast ja jetzt auch Tierärzte, da ist ein Befund und dann sagen die, ist keine Behandlung notwendig. Also 1 X, 2 Sterne oder Kreuze, sagt ihr ja. Ja,
Ja, genau. Also das steht ihm ja nicht entgegen. Ist sie dann notwendig oder ist das? Genau, steht ihm ja nicht entgegen. Ne? Also Ja, du hast doch eben gerade gesagt, Belastung. Ja, genau, ich erwarte von so einer Taube, dass die auch mit ein paar Trichomonaden, aber ich muss es natürlich im Auge behalten. Ne, wie entwickelt sich das? Wenn ich dann höre, nach 3-4 Monaten geht es dann irgendwie nicht mehr, aber ich erwarte von der Taube, die zum Beispiel, wo wir dann sagen, wo wir keine Behandlung empfehlen, bei geringgradigen Kokzidienbehandlungen und bei geringgradigen Trichomonadenbefällen, dass die damit auch selber klarkommt und in der Lage ist, die jungen Tauben großzuziehen. Man kann natürlich dann an den Stellen mit natürlichen Präparaten, also man muss wirklich gut überlegen, ob man wann man im Zuchtstoff Medikamente einsetzt. Aber man kann natürlich mit Präparaten, wir haben über Oreganum gestern gesprochen, wir haben über Avidres gesprochen, das sind Dinge, die natürlich helfen können, solche Parasiten im Rahmen zu halten. Also spricht natürlich nichts, es muss nicht alles von alleine kommen bei einer Zuchttaube, aber der größte Teil schon. Daraus entsteht ja diese sogenannte Paraimmunität, Genau. Grundimmunität aus der Auseinandersetzung auch mit Krankheitserregern. Genau. Aber der Infektionsdruck muss halt kontrolliert bleiben. Der muss kontrolliert bleiben und die Belastung ist ja da. Also Züchten ist natürlich auch schon eine Belastung. Ne? Und dann können solche Dinge natürlich helfen, den Infektionsdruck nicht zu groß werden zu lassen. Ja, das muss man schon im Auge behalten, natürlich. Ne? Aber es darf nicht dahin gehen, dass man auf dem Zuchtschlag regelmäßig, wie das auf den Reiseschlägen Usus ist, bei dem Großteil aller Taubenzüchter, dass wir da regelmäßige Medikamentengaben erforderlich sind, dass wir da hinkommen, um überhaupt eine Runde Junge oder 2 oder 3 groß zu kriegen. Ich denke aber, bewegen sich Leute. Eine gewisse Grundform brauchst du in der Zuchtphase generell über, sagen wir mal, 2 bis 3 Monate, vielleicht auch 4 Monate. Diese Vorbereitung sehe ich so, wie wenn ich meine Witwer vorbereite, in die Reisesaison gehe, so gehe ich auch mit meinen Zuchttauben um. Selbstverständlich. Und eine Zuchttaube, eine Täubin oder ein Vogel in einer Topform, behaupte ich, produziert eine bessere Jungtaube, wie wenn die Tauben Mittelklasse sind. Sicher. Mir gefallen sie nicht so und so weiter und so fort. Denke ich, ist eine ganz große Rolle. Deshalb immer ein hohes Niveau halten, Top-Versorgung in der Zeit, denke ich. Ja, und da stehen uns ja alle Türen offen. Ne? Ich meine, wir hatten an der Stelle, kann ich sogar nochmal auf unseren Podcast hinweisen, das Format Berger fragt, ist noch nicht so lange her. Da war Oliver Fuchs in der Runde und da habe ich ihn interviewt und er hat ein Beispiel erzählt, da haben sie 2 Tauben, also 2 Geschwister, 2 Vögel eingeführt, das waren Nestgeschwister, haben den geteilt, der eine war bei dem einen Kollegen, der andere Zuchtvogel bei ihm, es war ein Top-Zuchtvogel, ganz viel Top-Reisetauben rausgezogen und der andere beim Kollegen, der hat keinen Erfolg mit gehabt, jetzt weiß ich nicht mehr genau wie viele Jahre, 3 Jahre oder es waren 4 Jahre, auf jeden Fall haben sie dann vereinbart, Mensch, hier, bring den Vogel doch jetzt mal hier rüber, das ist ein Nestbruder von unserem besten Zuchtvogel. Sie haben den rüber zu sich geholt und was ist passiert? Und haben vereinbart, dass sie dann die Jungen teilen auch. Und was ist passiert? Der nicht erfolgreiche Zuchtvogel hat auf einmal Top-Junge gezüchtet und die besten Tauben, wo vorher beim Züchter die Kinder keine Leistung gebracht haben, haben auf einmal gute Leistung gebracht. Und das war als ein Einzelbeispiel, das kann man jetzt auch nicht sofort dann verallgemeinern, aber es ist ein sehr, sehr eindrucksvolles Beispiel für mich gewesen, dass vielleicht so auch das Wohlbefinden, aber Vitalität, also alles, was letztendlich positiv dazu beiträgt, gute Reiseergebnisse zu bekommen, in der Zucht am Ende auch irgendwo vorhanden sein müssen. Ne? Das ist auch so eine Frage, ne? Dieses viele Umpaaren, sind die Weibchen, sind die damit so zufrieden? Ja? Fühlen die sich wohl, wenn die immer wieder gewechselt werden? Das ist eine ganz interessante bei dem, das war bei Marcel Albrecht, der hat ja überragende Erfolge zu seinen besten Zeiten in Belgien gehabt. Und dann hat er ja zum Schluss, sind die Tauben alle verkauft worden, hat er noch ein paar einzelne Tauben gehabt und hat ja diese Bark 17 noch gehabt, diese Superkoppel. Und dann sind wir mal da gewesen mit einem befreundeten Züchtern, dann wollten wir auch aus diesen Tauben was haben. Und dann sagt er, du, das geht überhaupt nicht mehr. Ne? Ich kann dir da keine von geben, jetzt nächstes Jahr. Ich sage, da musst du mal die Eier mal umlegen. Ne? Nee, das mache ich nicht. Wenn du Bark 17 haben willst, dann sollst du auch Bark 17 kriegen. Das heißt also auch die Eltern mit ihrer Vitalität, mit ihrer Art, die Jungen großzuziehen, mit der Qualität der Kropfmilch vielleicht, die will der Züchter doch haben. Ne? Aus dem Paar sind die und die guten Tauben geboren und ich weiß doch gar nicht, ob ein anderes Paar Junge
produzieren kann. Denn diese 4 Wochen, die halt am Anfang des Lebens einer Taube stehen, die sind ja unabdingbar. Wir wissen alle, wie die geboren werden und haben einen ganz, ganz entscheidenden Effekt, genauso wie die Gene, die mit einfließen. Und das fand ich bemerkenswert, so eine Aussage. Ne? Ist es auch ein wichtiger Punkt? Es gibt ja auch immer mehr Züchter, die im Hinblick auf One-Loft-Rennen Taubensport betreiben. Da hast du ja die Taube auch nur 4 Wochen oder 40 Tage, vielleicht 60 Tage, je nachdem, wann sie halt losgeschickt werden, auf die Reise zum One-Loft gehen. Überschaubaren Einflusszeitraum nur. Aber ist das vielleicht auch eine Botschaft an diese Züchter, darauf zu achten, besonders die Vitalität eben nicht nur Gesundheit zu haben, sondern auch die Vitalität noch zusätzlich zu unterstützen. Aber das ist ja die einzige Phase des Einflusses, den man hat. Sicherheit, also diese 4 Wochen, in denen eine Taube wächst, die sind natürlich von ganz entscheidender Bedeutung. Und grundsätzlich muss ich sagen, dass ich ja immer noch wieder feststelle, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was wir alles mit unseren Zuchttauben machen. Aber ich glaube, da gibt es in der Breite der Züchterschaft noch viele Defizite, wie der Umgang mit den Zuchttauben. Ne? Die werden halt so durchs Jahr gebracht und dann werden die angepaart. Ja klar, die müssen Grit haben, sonst können die keine gescheiten Eier legen. Also da gibt es schon viel Nachholbedarf auf vielen Beständen. Alles, was wir gerade gesagt haben, die guten Leute, die machen natürlich Salmonellenimpfungen, die gehen auch mit den Zuchttauben zum Tierarzt und lassen das untersuchen, den Gesundheitszustand sicherstellen. Aber ich glaube, dass ganz viele Leute das nicht machen und genau natürlich auch bei diesen One-Loft-Races, aber es ist ja auch für uns, die Programm spielen, ganz, ganz wichtig zur Produktion von leistungsfähigen Tauben, dass man wirklich ein großes Augenmerk auf die Vitalität und Gesundheit und Qualität der Zuchttauben legt. Ja, und vor allen Dingen ist für mich auch wichtig das Futter. Ja, also da muss ich Extrem eine wichtig. hohe Qualität haben. Ich brauche meiner Meinung nach viel Sämereien. Hanf ist ein wichtiger Faktor, gerade wenn ich viel umpaare, viel mache. Ja, da muss ich auch ein richtig hochwertiges Futter haben. Wir lassen uns das extra mischen. Die Tauben müssen da wirklich top versorgt sein. Und da kann ich meiner Meinung nach jetzt nichts dagegen, wenn jemand sagt, hier in der Winterruhephase kaufe ich günstiges Futter oder was auch immer. Aber wenn ich dann natürlich das von den Zuchttauben auch verlange, dann muss ich da natürlich auch oben was reingeben, damit nachher wieder was rauskommt. Ich kann ja nicht von denen verlangen, dass die ständig die Weibchen antreiben und die Weibchen auch 2- oder 3-mal im Jahr legen, wenn ich die nicht versorge. Ja? Ob das jetzt mit Beiprodukten ist oder halt eben auch ein gutes Futter, die Jungtauben in den Nestern. Ja? Wenn ich dann lauter dicken Mais und sowas da drin habe und die nicht gut füttern, dann habe ich wässrige Zellen und alles, was da so dazugehört. Also, da hat sich ja Gott sei Dank auch viel getan. Ne? Also so die Zuchtmischung, das ist ja genauso. Das ist ja System gewesen. Ne? So bei den Futtermittelherstellern genau war es auch so, diese Zuchtmischung. Alfred ist vielleicht einer der ersten, der auch so ausgewiesene Zuchtmischung. Früher gab es dann so Sachen wie, das war dann eine Mischung Zucht und Reise, wenn man sich daran mal erinnert, ne? Undenkbar heute. Und der dann als erstes mal ausgewiesene Zuchtmischung auf den Markt gebracht hat. Und heute ist es ja so, dass auch viel mehr Leute darauf ihr Augenmerk legen. Und trotzdem, ich erlebe das auch bei uns in der eigenen RV, da gibt es dann auch immer Leute, die gewisse Futtermischungen da so anbieten. Bei uns gibt es das direkt in der Einsatzstelle in so einem Garagenverkauf. Da sage ich auch immer, okay, die sollen das von mir aus machen, dann was dann den Zuchttauben angeboten wird. Ich möchte meine Zuchttauben so nicht versorgen. Ne? Und wir haben auch schon häufig mal darüber diskutiert mit meinen Schlachtpartnern und so. Und ich habe das auch schon mal in Frage gestellt. Ich habe gedacht, Mensch, das ist ja doch eine günstige Geschichte. Ne? Und dann sagt Frank immer, der ist ja Pragmatiker durch und durch, der sagt, ja, alles schön und gut, ne? Aber guck mal in eine Liste. Ich sage, ja, hast du recht. Also ganz wichtig, das gehört auch Futter, ein gutes Zuchtfutter, extrem wichtig. Ne? Ja, ich denke, das waren ganz schöne abschließende Worte, auch nochmal den Fokus auf Futter selbst. Es ist ja immer, die Menge an Nährstoffen wird ja immer über das Futter zugeführt und nicht über die Ergänzungsfuttermittel, deswegen heißen sie auch Ergänzungsfuttermittel. Aber nichts kriegt man so viel rein wie übers Futter. Ne? Genau, und deswegen glaube ich schon, ist es auch sehr wichtig, da einen guten Fokus drauf zu haben. Wenn ihr, ja erstmal vielen Dank für die Runde, aber wenn wir so abschließend noch jeder einen Satz sagt, Roland, was ist für dich im Brieftaubensport eigentlich die größte Faszination, warum du begeistert Brieftauben züchtest? Züchten. Für mich ist Züchten das Schönste und das Ruhigste, kann man sagen. Deswegen haben wir uns die Aufgabe geteilt mit Dennis.
Er kümmert sich um die Reisetauben. Also auch dieses kreative Moment sozusagen, Ja. zu gestalten. Du bist ja ein Gestalter als Züchter, du verpaarst, machst dir Gedanken. Ja, und das mache ich mir Gedanken und wenn das funktioniert alles und wenn die Ergebnisse danach kommen, wenn Dennis das richtig macht, zuerst muss ich das machen. Natürlich, das freut mich und wenn der Erfolg da ist, da weiß man genau, hat man auch bei der Zucht keine großen Fehler gemacht. Okay, ich hatte ja gesagt, einen Satz. Daniel, was ist für dich die größte Faszination im Also Taubensport? die Zucht ist die Grundlage von unserem ganzen Hobby und deswegen kann das auch schon mal sein, dass es bei mir am Zuchtschlag 365 Tage im Jahr irgendwo am Piepen ist, wo irgendwo immer dann doch nochmal ein Pärchen oder so zusammen ist. Und das ist für mich die Grundlage vom Hobby und das macht mir eigentlich fast auch am meisten Spaß. René, wenn du die Faszination, die dich treibt im Taubensport, beschreibst. Also ohne Frage ist natürlich so ein Heimkehrmoment, wenn eine große Leistung vollbracht wird, das ist natürlich, das fesselt einen ja auch ungemein. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja auch ein wirklicher Zuchtfetischist. Also ich beschäftige mich unwahrscheinlich gerne damit, mit Abstammung, was kann zusammenpassen, und dann so ein Paar zusammenzusetzen und dann zu sehen, wenn ich das in der Zelle sitze, muss ich das Gefühl haben, ja, da habe ich was Gutes zusammengesetzt. Also das ist auch das, was mich so fasziniert, die Herausforderung, eine gute Taube zu züchten. Uwe. Ja, kann mich meinen Vorrednern eigentlich nur anschließen. Ist alles gesagt worden, es geht uns genauso. Die Spannung, was habe ich gezüchtet, was kommt am Ende raus, wie gefallen mir die Tiere, der Heimkehrwillen der Tiere, und manche Tiere, ganz besonders die mit dem letzten Speed noch nach Hause kommen, das ist natürlich schon, da kriegt man Gänsehaut und das ist das Schönste an unserem Sport. Ja, vielen Dank für den Einblick in eure Haltung zum Thema Zucht, Fokus auf die Zucht. Liebe Sportsfreunde, ich hoffe, es sind ein paar Inspirationen heute hier mit dabei gewesen, sodass ihr eure eigene Zucht vielleicht im positiven Sinne weiter gestaltet. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, auf unsere Social-Media-Kanäle mit Frag den Berger und Berger fragt, auf YouTube, Facebook und auch auf unserer Website. Ja, in dem Sinne wünsche ich uns allen Gesundheit und eine gute Zucht, aber auch ein herzliches Gut Flug für das nächste Jahr. Vielen Dank. Danke. Danke.